Hallo zusammen und herzlich willkommen im Teil 5 dieser Autodesk Fusion Serie. Im letzten Teil haben wir uns den Bereich Fertigen angeschaut. Ich habe erklärt, wie man ein Setup erstellt und wir haben die erste Operation, eine Tasche, erstellt. Heute geht es weiter im Bereich Fertigen. Ich werde euch zeigen, wie man Kontur fräst. Starten wir aber doch noch mit einer weiteren Tasche. Dazu wähle ich diese aus, mache einen Rechtsklick und sage Duplizieren. Dann wird diese dupliziert. Ich wähle die zweite aus, gehe in den Tab Geometrie und wähle hier diese Fläche aus. Mehr brauche ich nicht zu ändern, dann habe ich diese Tasche automatisch mit den gleichen Parametern wie diese. Einfach mit einer anderen Geometrie. Wir wollen dieses Stück ja zu Beginn formatieren. Dazu wählen wir eine Konturfräsung aus. Die finden wir hier bei 2D, 2D-Kontur. Die Einstellungen in der 2D-Kontur sind ähnlich wie bei der 2D-Tasche. Wenn du das letzte Video noch nicht gesehen hast, schau es dir an, dort habe ich das genau erklärt. Der Tab Werkzeug ist genau gleich wie vorhin. Hier wird auch schon das letzte Werkzeug angezeigt. Wir nehmen ebenfalls wieder diesen Fräser. Schnittvorschub belassen wir, die anderen Werte ebenso. Dann gehen wir in die Geometrie und die ist etwas anders. Hier wählen wir die Kontur. In diesem Fall ist es diese hier und hier ist es jetzt wichtig, die richtige zu erwischen. Durch die Phase haben wir verschiedene Konturen in der Höhe. Wir wollen die äußere. Wir könnten jetzt die untere, wie ich, oder die obere, das würde auch funktionieren. Einfach später bei den Höhen ist es wichtig, richtig auszuwählen, dass auf die richtige Tiefe gefräst wird. Jetzt hat Autodesk Fusion alles erkannt und direkt alles verbunden. Jetzt gehen wir davon aus, wir möchten aber nur zwei Segmente, also diese und die Phase hier. Dann könnten wir sagen Kette und dann geht uns ein weiteres Fenster auf. Wir sehen, es hat sich noch nichts geändert, aber jetzt können wir sagen, bei Modus ist jetzt geschlossene Kette, also es sucht automatisch eine geschlossene Kette aus. Jetzt können wir hier sagen offene Kette. Es werden immer einzelne Linien ausgewählt. Zum Beispiel könnte ich sagen, dieses hier, dieses und dieses. Jetzt würde es nur von hier bis hier fahren. Wir können auch sagen, das hier und wir wollen diese automatisch auswählen, können wir hier klicken. Ups, das war die falsche. Hier klicken, dann hier klicken und dann wird dieses kleine Stück hier automatisch ausgewählt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir möchten nur diese zwei Strecken, wäre es jetzt etwas unsauber, direkt hier anzufangen, weil wir haben ja hier noch die Phase und noch etwas Rohteil. Darum können wir hier sagen Start- und Enderweiterungslänge. Wir können also sagen, dass die Linie verlängert wird. Sagen wir einmal 15 mm, dann sehen wir diesen Strich und es wird automatisch verlängert. Der Start beginnt also hier und fährt dann hier. Das brauchen wir nicht mehr. Wir könnten ebenfalls mehrere Konturen auswählen. Als Beispiel wähle ich noch einmal diese, dann sehen wir hier offene Kette 2. Da können wir also mehrere Konturen in einer Operation auswählen. Sie müssen einfach alle auf der gleichen Tiefe sein. Da haben wir nicht die Möglichkeit, jede Kontur einzeln einzustellen. Wir hätten hier auch noch die Möglichkeit, über eine Silhouette die Kontur auszuwählen.
dann können wir den Körper bestimmen und dann wird uns ebenfalls diese Kontur gegeben. Meistens gehe ich aber über Kette. Das geht für mich einfacher, aber man könnte hier auch automatisch diese finden lassen. Als nächstes sehen wir hier diesen Pfeil und dieser ist entscheidend. Auf welcher Seite der Fräser in Bezug auf die Kontur fährt. Hier fährt er auf dieser Seite in diese Richtung. Wir können es auch umkehren, indem wir einmal auf den Pfeil klicken, dann fährt er auf der anderen Seite in diese Richtung. Das wollen wir hier natürlich nicht, darum klicke ich noch einmal auf den Pfeil. Wenn etwas nicht ausgewählt werden kann, weil eine Fläche im Weg ist, klicke einfach auf Modelle oder eventuell auch auf die Skizzen oder Körper und schalte sie kurz aus, dann kann besser ausgewählt werden. Als nächstes haben wir hier die Möglichkeit von Haltestegen. Ein Haltesteg ist eine Stützgeometrie, damit der Fräser nicht alles Material entfernt. So kann beispielsweise hier ein größeres Stück zugeschnitten werden, es kann ausgefräst werden und damit das Stück nicht lose ist, bleiben an gewissen Stellen etwas Material übrig. Hier können wir bestimmen, in welcher Form sie sind, rechteckig oder dreieckig, die Haltestegbreite und Höhe. Und hier ist es jetzt wichtig, die Haltestegen werden in Bezug auf die Kontur gemacht. Sie starten ab der Kontur und dann aufwärts. Das heißt, du kannst nicht die obere Kontur auswählen, sonst wären die Haltestege hier oben. Wir können hier auswählen nach Abstand, also nach diesen 112 mm, dann kommt immer ein Haltesteg oder nach Anzahl Registerkarten, dann können wir die Anzahl eingeben pro Kontur, hier 4. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, manuell Haltestege hinzuzufügen. Bei einem Rechteck ist das noch egal, aber wenn wir dann einen engen Bogen haben oder so, dann wollen wir vielleicht genau dort oder in einem Spitz einen Haltesteg haben. Wir können hier auswählen und dann beim Kreuz klicken und dann ist hier ein Haltesteg. Ich persönlich bin nicht ein großer Fan von Haltestegen, weil wir haben ein kleines Problem. Der Fräser kommt hier, muss etwas auftauchen, fährt weiter, taucht wieder ab, fährt weiter. Dadurch haben wir zum Teil kleine Spuren des Fräsers in der Höhe des Materials. Zweitens müssen wir die Haltestege dann auch entfernen, um das so hinzubekommen, dass man hier nichts sieht, muss man sehr sauber arbeiten. Ich würde empfehlen, wenn möglich, das Stück nicht ganz durchfräsen und dann mit einem Bündigfräser bündig zu fräsen. Oder alternativ ein doppelseitiges Klebeband verwenden. Haltestege würde ich persönlich nur verwenden, wenn es nicht anders geht. Dann gehen wir weiter in die Höhen. Das ist alles genau gleich wie bei der Tasche. Wir sehen hier ausgewählte Kontur und hier geben wir jetzt aber nicht 0 ein. Erstens müssen wir hier tiefer als die Phase, weil wir haben ja diese Kontur hier ausgewählt. Und zweitens würde ich immer, oder ist es sehr zu empfehlen, etwas tiefer zu fräsen, dass alles Material sauber entfernt wird. Bei mir, ich habe Vakuumsauger, das heißt, es ist kein Problem hier von allen Seiten zu fräsen. Wenn du keinen hast, würde ich dir empfehlen, entweder das Stück zu Beginn schon zu formatieren, dass es nicht mehr ausgefräst werden muss, oder dann nicht ganz durchzufräsen und einen Bündigfräser zu verwenden. Ich gebe hier -3 ein, dann sind wir deutlich hier unten. Du kannst jetzt einfach 0 eingeben,
dann wird bis hier gefräst und hast dann noch etwas zum Bündigfräsen. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeiten wie bei der Tasche von Auswahl, Ursprung, Rotteil Oberunterkante, Modell Oberunterkante und so weiter. Die Durchgänge sind auch ziemlich ähnlich. Hier sehen wir die seitliche Kompensation. Das scheint auf den ersten Blick das gleiche wie den Pfeil, den wir hatten, ist es aber nicht ganz. Hier sagen wir, in welche Richtung der Fräser fährt. Also wir drehen die Richtung des Pfeils einfach um. Oder anders gesagt, Gegen- oder Mitlauf. Für normales Fräsen würde ich Gegenlauf, also rechts in diesem Fall, für schlichten und saubere Oberflächen auch Mitlauf. Wir wählen hier Gegenlauf. Hier könnte man Verschiedenes einstellen, ist nicht extrem wichtig. Was hier anders ist als bei der Tasche, ist der Außeneckenmodus. Hier steht um Ecke rollen, das heißt nicht, dass die Ecke abgerundet wird. Es heißt einfach, dass der Fräser hier sauber um die Ecke rollt. Hätten wir auf scharfe Ecken beibehalten, würde er einfach geradeaus, dann die Phase und wieder weiter, was bedeuten würde, wir hätten eine kurze Stelle, wo der Fräser keinen Materialkontakt hat. Außerdem haben es CNC-Maschinen lieber, wenn es einen kleinen Radius, also um die Ecke rollen, gibt. Der Ecke ist immer noch gleich scharf wie vorhin. Daran ändert nichts. Hier haben wir wieder die Möglichkeiten von Tiefenschnitten und Rohteilaufmaß, das ist genau gleich wie bei der Tasche. Hier wählen wir wieder 4 mm und beim Rohteilaufmaß sagen wir axiales Rohteilaufmaß 0 und radiales Aufmaß 0,2, 0,3, da wir noch schlichten wollen. Anfahr- und Wegfahrbewegungen, das hier ist genau gleich mit den Einfahrradien. Materialeinfahrt ist normalerweise nicht angewählt. Das ist die Einfahrt, die wir bei der Tasche auch schon hatten, etwas anders. Normalerweise, ich berechne die Operation einmal. Jetzt haben wir noch die Haltestege. Die wollte ich ja nicht. Normalerweise taucht der Fräser ziemlich direkt ein und macht dann diesen Einfahrradius. Hier spielt das noch keine Rolle, da wir hier nur Aufmaß haben. Das heißt, es fräst hier beim Eintauchen noch nichts oder wenn dann nicht auf der ganzen Breite des Fräsers. Haben wir eine Kontur, die mitten im Material startet, müssten wir hier Materialeinfahrt auswählen. Hier haben wir automatisch eine Helix, also eine Spirale, die wir hier aktivieren können. 10 Grad den Einfahrwinkel kann man so lassen und wir sehen jetzt, sieht das etwas komisch aus, aber der Fräser taucht nicht wie in einer Spirale ein, sondern taucht um das Stück ein. Das rote ist die Einfahrt. Für mich macht das so keinen Sinn, also müssen wir hier etwas ändern, und zwar hier die maximale Rampenzustellung. Das heißt, in einer Umfahrung, wie tief darf der Fräser eintauchen? Das heißt, jetzt macht er in einer Umfahrt die 4 mm, bis er dann auf der ersten Tiefenzustellung ist. Das ist natürlich viel zu wenig. Wir können hier locker 20 mm eingeben. Das heißt, in einer Umdrehung würde er 20 mm eintauchen. Das heißt, er taucht jetzt nur noch
von hier bis hier ein. Hier können wir den horizontalen und den vertikalen Einfahrradius bestimmen. Sage ich hier also 5. Dann hat er hier einen viel größeren Einfahrradius. Das ist aber eigentlich nicht so wichtig in diesem Fall. Wir könnten das auch auf Standard belassen. Man könnte es auch ganz ausschalten. Dann taucht er gerade ein, würde ich auch nicht empfehlen, da man sonst kleine Schnitte im Material sieht, einen leichten Bogen, schadet also nicht. Beziehungsweise diesen hier, den könnte man auf 0 setzen, so könnte man etwas Gearcode sparen. Dann fährt er auf diese Tiefe hier, taucht ein und fährt dann los. Beim Ausfahren das gleiche. So, das ist die fertige Kontur. Jetzt duplizieren wir diese genauso mit der Taste Ctrl D oder Rechtsklick dann duplizieren. Dann gehen wir hier, Geometrie belassen wir, Höhen auch Durchgänge. Nehmen wir einfach 2 Haken raus, und zwar Tiefenschnitte und Rohteilaufmaß. Dann ändere ich den Vorschub, Schnittvorschub auf 800. Wir sehen, die anderen Werte werden hier auch direkt angepasst, weil sie hier verbunden sind. Und dann haben wir einen schlichten erstellt. Ich sehe, die Zeit ist schon weit vorangeschritten, darum werden wir das Bohren beim nächsten Mal behandeln. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren mit Konturfräsungen und Taschen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.